Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein HP und zwar ein NV17 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite und zwar hier, ziemlich schlecht zu lesen. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell lässt sich noch zu dem Gerät sagen, dass man das Display nur als komplette Einheit tauschen kann. Das bedeutet natürlich auch, dass man die komplette Unit dann auch abbauen muss. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und ja, dafür muss man alles aus dem Gehäuse herausnehmen. Um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier außen öffnen und auch unter den Gummischienen sind eben Schrauben versteckt. Das heißt, die muss man erst abziehen, kann man einfach drunter greifen. Sollte das mal mit dem Finger nicht so gut gehen, kann man einfach eine kleine Hilfe nehmen, da ein bisschen drunter hebeln und das dann versuchen, vorsichtig zu lösen. Da muss man nur aufpassen, dass man das samt dem Klebeband erwischt und nicht die Gummischiene vom Klebeband trennt. Und ja, dann kann man beide Gummischienen einfach vorsichtig abziehen, leicht aufs Gehäuse aufkleben und dann die Schrauben lösen. Und auch unter der unteren Gummischiene sind Schrauben versteckt. Da macht man das also einfach ganz genauso. Bei den Schrauben ist es so, dass die unter den Gummischienen allesamt gleich lang sind. Hier sitzt übrigens keine Schraube. Und zum Öffnen benutze ich hier ein Universalwerkzeugset. Das ist super praktisch. Da sind alle Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und für die Schrauben unter den Gummischienen, das sind Kreuzschrauben, nehmen wir ein PH0 als Aufsatz. Während die offenen Schrauben hier außen und die unten in der Mitte Torx-Schrauben sind. Das heißt, da wechseln wir den Aufsatz zu einem T5. Und hier ist es auch so, dass die beiden äußeren etwas länger sind als die vordere in der Mitte. Das heißt, man hat insgesamt 3 Schraubenlängen und sollte die auch getrennt aufbewahren. Es gibt dann noch eine Besonderheit bei diesem Gerät. Und zwar ist unter dem Laufwerk auch noch eine Schraube, die man lösen muss. Die ist allerdings nicht wirklich unter dem Laufwerk, sondern quasi im Laufwerk drin. Das heißt, man muss das Laufwerk öffnen. Ich nehme dafür jetzt hier eine Büroklammer. Damit kann man einfach in die Öffnung rein und das dann öffnen. Und ja, hier kann man jetzt sehen, dass da eben auch noch eine Schraube ist und auch die muss man lösen, bevor man die Gehäuseunterseite dann abnehmen kann. Und auch die bewahren wir getrennt auf. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an.
dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und der ist in dem Fall direkt auf dem Mainboard mit verbunden. Das heißt, wir nehmen den Akku komplett raus. Dazu lösen wir diese Schrauben hier. Und dann haben wir gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Den Akku kann man einfach aus dem Gerät nehmen dann und eben auch gegebenenfalls ersetzen. So, was können wir noch sehen? Wir sehen hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die würde dann über einen Adapter hier mit dem Mainboard verbunden werden, wobei man das Adapterkabel oder Set extra dazu kaufen muss. Wir sehen hier den RAM, der ist in dem Fall unter einer kleinen Metallabdeckung. Da ist die SSD, ebenfalls mit einer Abdeckung. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt, und die GPU. Auch das Laufwerk lässt sich super einfach austauschen, das wird nur von dieser einen Schraube hier gehalten. Und sobald die raus ist, kann man das Laufwerk einfach nach vorne rausnehmen. Unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich in dem Fall auch einzeln lösen. Dafür muss man nur diese Schrauben hier rausnehmen. Danach muss man noch das Kabel trennen. Und das ist hier mit einem Kippschalter verbunden. Den klappt man zuerst nach oben, nicht einfach dran ziehen. Und dann kann man das Kabel aus dem Stecker ziehen. Beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das Kabel wieder richtig drin sitzt, bis zu dieser Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, dann den Stecker einfach wieder zuklappen. Um an den RAM zu kommen, muss man erstmal diese Metallabdeckung abnehmen. Die ist hier seitlich auch mit Klebeband nochmal fixiert. Die Metallabdeckung zieht man einfach nach oben hin ab. Und darunter ist dann der eigentliche RAM. Hier sehen wir die Clips mal von nahem. Und um den eigentlichen RAM jetzt zu tauschen, zieht man nur diese beiden Klammern hier ein bisschen nach außen. Dann kommt einem der RAM so ein bisschen entgegen und man kann den einfach rausziehen. Umgekehrt geht genauso einfach, in den Slot stecken und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die Abdeckung steckt man einfach von oben wieder auf diese Clips hier drauf und dann kann man die einfach nach unten hin wieder fest drauf drücken. Und ja, dann hat man das auch. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen und dann kann man die SSD nach oben hebeln
und aus dem Slot ziehen. Und das geht manchmal ein bisschen schwer, weil die hier so draufgeklebt ist. Und ja, die SSD selber ist eben in dieser Hülle, die man einfach abziehen kann. Wie gesagt, die ist hier nur leicht draufgeklebt. Und ja, beim Wiederverbinden würde ich einfach auf der hinteren Seite anfangen, dass die Ausbuchtungen hier übereinander liegen. Dann steckt man die SSD zurück in den Slot, kann das wieder verkleben und muss es dann nur noch wieder zuschrauben und dann passt das. Den Lüfter kann man bei diesem Gerät auch einzeln tauschen. Dafür löst man diese Schrauben hier. Auch das Lüfterkabel selber, welches den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, muss man trennen. Und hier ist es so, dass die Kabel sehr dünn sind. Da sollte man also nicht direkt dran ziehen, eher versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und dann ja, mit ein bisschen hin und her rütteln rauszuziehen. Sind die Schrauben dann entfernt, kann man den Lüfter einfach aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Sollte man übrigens mal nicht wissen, wie rum der Stecker reinkommt, die Kontakte, die man hier ganz gut sehen kann, zeigen in dem Fall nach oben, wenn man das Kabel wieder verbindet. Da auf jeden Fall darauf achten, dass das Kabel bzw. der Stecker richtig drin und fest sitzt, damit am Ende der Lüfter auch wieder richtig arbeitet. Der Einbau funktioniert jetzt in umgekehrter Reihenfolge, genauso wie der Ausbau. Wir legen den Lüfter wieder in seine Position, können ihn dann verschrauben und ja, schon hat man den Lüfter getauscht. So, den Akku legt man hier mit diesen Ausbuchtungen genau in diese Stellen hier. Schiebt den ein bisschen rein und dann kann man den wieder auf die Verbindung, auf den Stecker drauf drücken. Dann natürlich noch verschrauben und so einfach ist das. So, die Gehäuseunterseite legt man jetzt wieder auf das Gerät. Da muss man nur schauen, dass das Laufwerk ein bisschen geöffnet ist, dass da eben auch Platz ist für die Schraube unter dem Laufwerk. Und dann kann man das richtig fest draufdrücken, auch in der Mitte, überall. Man hört das immer recht gut, wie alles wieder einrastet und festklickt. Ich gehe am Ende auch immer einmal um das Gerät herum. Schaut, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist, dass alles verschlossen ist. Und dann kann man das Ganze wieder verschrauben. Und ja, nicht vergessen, die Schraube unterm Laufwerk auch wieder festzuziehen. Und dann, genau, muss man halt wieder mit den Aufsätzen aufpassen. Unter den Gummischienen, das war der PH0 Aufsatz. Und die äußeren, das war der T5 Aufsatz. Und dann braucht man am Ende nur noch die Gummischienen wieder drauf zu kleben. Sollte das mal nicht richtig halten, kann man das mit doppelseitigem Klebeband neu befestigen. Alternativ dazu kann man sich auch neue oder Gummifüße kaufen, die man dann einfach über und unter den Gummischienen draufklebt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.